Die Note-Serie von Samsung war eigentlich schon immer für Pro-User ausgelegt. Allerdings gab es immer einige Probleme, wie beispielsweise bei dem Bomben Note 7. Okay, so langsam werden die Witze wirklich alt. Aber ja, auch bei den Note 8 Modellen gab es Probleme, die dann eben diese gesamte Note-Reihe nur zu so einem kleinen S-Update machten. Jetzt soll sich aber alles mit dem Samsung Galaxy Note 9 ändern und auch einfach wirklich alles mit sich bringen, was ein Pro-User braucht. Zuallererst aber wieder ein riesen Dankeschön an notebooksbilliger.de, die mich mit dem Gerät ausgestattet haben und ohne die dieses Review gar nicht erst möglich gewesen wäre. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Design. An dem Design hat sich nicht wirklich viel getan, was aber überhaupt nicht schlimm ist, da ich das Design so wie es ist wirklich sehr ästhetisch finde. Der Rahmen des Note 9 ist jetzt übrigens matt und nicht glänzend, wodurch automatisch weniger Kratzer im Rahmen entstehen und ich ebenfalls das Gefühl habe, dass das Note 9 ein wenig dicker als das Note 8 geworden ist, was aber einen speziellen Grund hat, zu dem ich aber später nochmal zu sprechen komme. Die Glasrückseite, die in meinem Fall die Farbe Schwarz hat, es aber auch noch in den Farben Ocean Blue und Frosted Lavender gibt, hat als eine der wenigen Glasrückseiten Wireless Charging, was ich sehr toll finde und es auch einfach endlich mal Zeit wird, dass Smartphones im Jahr 2018 Wireless Charging unterstützen. Sowie eine IP68 Zertifizierung, dies bedeutet, dass das Smartphone gegen Wasser und Staub geschützt ist. Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich dann das Dual-Kamerasystem, was jetzt erstens viel symmetrischer angeordnet ist und mich zweitens ein wenig an ein Gesicht erinnert, aber genauer kommen wir später nochmal zu dem Dual-Kamerasystem. Sicherheit. Der Fingerabdrucksensor hat jetzt auch wirklich die am besten positionierte Position bei einem Samsung-Smartphone, weil man ohne kompliziertes Umgreifen den Fingerabdrucksensor erreichen konnte. Meiner Meinung nach lässt aber die Entsperrgeschwindigkeit ein wenig zu wünschen übrig, da diese im Vergleich zu einem Huawei-Smartphone schon ziemlich langsam ist. Trotz alledem wird das Gerät aber in 10 von 10 Fällen entsperrt, was wenigstens schon mal etwas ist. Wem die Entsperrvariante aber nicht gefällt, hat die Möglichkeit, den allseits bekannten Iris-Scanner oder die Gesichtserkennung zu nutzen. Beide Varianten wurden deutlich sicherer und zuverlässiger gemacht, sodass ich die Möglichkeit genutzt habe, diese beiden Entsperrvarianten zu kombinieren und das ganze Smartphone doppelt und dreifach zu sichern und von dem langsamen Fingerabdrucksensor wegzukommen. Display. Auf der Vorderseite herrscht dann das massive 6,3 Zoll Quad HD Plus Super AMOLED Display mit einer mehr als scharfen Auflösung von 2960 x 1440 Pixeln. Ich denke, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Samsung-Displays einfach die besten Smartphone-Displays auf dem Markt sind, aufgrund Top-Farben, Top-Schärfe, überragenden Schwarzwerten. Es passt einfach alles bei den Displays und meiner Meinung nach sind es auch einfach die besten Displays auf dem Smartphone-Markt. Performance. Dies war meiner Meinung nach auch immer eine der größten Achillesfersen bei den Samsung-Smartphones. Hier hat Samsung aber auch einen ordentlich draufgelegt, nämlich mit einer internen Wasserkühlung, welche das Note 9 selbst bei extremem Nutzen und Spielen immer noch stabil sowie relativ kühl hielt. Ebenfalls unterstützt der Samsung Exynos 9810 mit 4x2,7 GHz und 6 GB RAM die gesamte Performance, sodass diese auch wirklich extrem gut war. Ich habe ein Samsung-Smartphone noch nie so flüssig laufen sehen. Im Alltag gab es schlichtweg keinen einzigen Bug, was normalerweise Alltag bei Samsung-Smartphones hier aber vergeblich zu suchen war. Was mich einfach nur eines hoffen und zum nächsten Punkt kommen lässt. Die Software. Hier ist wie immer die Samsung eigene Experience UI-Oberfläche mit Android 8.1 installiert, welche mir zwar immer mehr gefällt und auch wirklich gute Features mit sich bringt, allerdings bis jetzt immer nach einem circa halben Jahr das Smartphone so langsam gemacht hat, dass man den Eindruck bekam, das Smartphone schon mehrere Jahre besessen und genutzt zu haben. Ich hoffe einfach, dass Samsung die Oberfläche mittlerweile so optimiert hat, dass das bei dem Note 9 nicht der Fall ist, dass nach circa einem halben Jahr das Smartphone so krass anfängt zu ruckeln. S-Pen. Note-typisch hat man auch hier wieder einen S-Pen, welcher jetzt je nachdem, welche Smartphone-Farbe man wählt, selbst auch in verschiedenen Farben kommt. Außerdem verfügt der neue S-Pen neben den klassischen S-Pen-Features über Bluetooth, wodurch man jetzt beispielsweise durch das Klicken des Knopfes am S-Pen ein Bild schießen kann. Somit dient der S-Pen als Fernauslöser, was ich sehr genial finde. Der Akku des S-Pens wurde ebenfalls überarbeitet, er lädt jetzt noch schneller auf und wird auch noch langsamer leer. Also wirklich innovative Änderungen am S-Pen, die mir sehr gut gefallen. Akku.
Der erste 4000 mAh große Akku in einem Samsung Smartphone hielt bei mir locker einen, wenn nicht sogar manchmal 1,5 Tage. Und dies ist für Samsung Verhältnisse ein großer Sprung nach vorne, weil die Akkus sonst schon ab dem dreiviertelten Tag leer waren. Jetzt hat es mich nämlich auf einmal auch nicht mehr gestört, wenn der Akku nach 1,5 Tagen leer war, weil er erstens schon einen Tag ohne Probleme durchhielt und zweitens natürlich wieder dank der Fast Charging Technologie innerhalb von 30 Minuten auf 55 bis 60% aufgeladen werden konnte. Lautsprecher. Die Stereo-Lautsprecher in Kooperation mit AKG sind meiner Meinung nach unter den Top 3 Smartphone-Lautsprechern, weil sie einfach sehr, sehr voluminös, klar und sehr, sehr schön basslastig sind, was einfach meiner Meinung nach jedes YouTube-Video und jeden Netflix-Film mit dem tollen Display zu einem vollen Genuss macht. Kamera. Das Dual-Kamerasystem mit jeweils 12 Megapixeln und einer im Hauptsensor verbauten f1.5er und im Zweitsensor verbauten f2.4er Blende schoss Bilder, die sich mehr als sehen lassen konnten, aufgrund toller Schärfe, den knalligen Samsung-Farben sowie einem tollen Dynamikumfang. Dank dem Zweitsensor hatte man auch die Möglichkeit, Porträtbilder zu schießen, die eine sehr ordentliche Hintergrundunschärfe hatten. Die Selfies der Frontkamera mit 8 Megapixeln und einer 2.4er Blende waren ebenfalls ziemlich gut mit tollen Farben und das auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Fazit: Das Samsung Galaxy Note 9 ist meiner Meinung nach das beste Samsung Smartphone und ist jetzt auch mit dem Pixel 2 XL eines meiner Lieblings-Smartphones geworden. Einfach weil von der Verarbeitung und dem Design bis hin zu den Komponenten und der Kamera wirklich alles perfekt ist. Das einzige, woran Samsung noch so ein bisschen arbeiten muss, ist der Fingerabdrucksensor, der aber hoffentlich schon mit dem S10 verbessert wird.